Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist soweit. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem mein Land, mein Heimatland, sich den zweiten Stern holen könnte. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass es am heutigen Tag nur ein sehr kurzes Video gibt. Ich bin ehrlich gesagt sehr aufgeregt. Ich wollte gar kein Video machen. Ich muss mich ablenken und ich packe mir gleich meine Familie und wir machen eine Tagestour. Ich komme kurz vorm Anstoß zurück. Denn sonst, glaube ich, hält mein Körper die Nervosität heute nicht aus. Ja, trotz alledem gibt es ein Thema, was im Madridismo gerade für Gesprächsstoff sorgt, und zwar erheblich. Und zwar soll laut Sergio Valentin Real Madrid ihre Meinung um 180 Grad geändert haben und soll nach der WM alles dafür tun, dass Rodri neuer Spieler von Real Madrid wird. Die bisher tolle WM des spanischen Kapitäns soll die Königlichen überzeugt haben. Und José Mourinho soll im Hintergrund auch gearbeitet haben. Was da dran ist, schauen wir uns natürlich in diesem Video an. 2, 3 kleine andere Themen habe ich auch. Wer kommt diese Woche zurück zu Real Madrid? Was macht ein Arda Güler eigentlich so in seinem Urlaub? All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, und lasst mich dieses Video erst einmal mit einem riesigen Kopfschütteln beginnen, denn Fußball gerät komplett aus den Fugen. Und da habe ich 2 Themen für euch. Fangen wir mit dem ersten an. Schaut euch mal diese Preise für das WM-Finale an. Ist das denn normal? Fußball ist for the fans. Das hieß es doch damals, als ein Florentino Perez die Super League vorgeschlagen hat. Da waren die Fans auf den Straßen etc. Ja, hat geholfen. Fußball ist for the fans. Schaut euch die Preise an. Das günstigste, was ich gesehen habe, sind fast $10.000. Wer soll denn so viel bezahlen für ein Spiel? Ich als Spanier wäre ein absoluter Traum und trotzdem würde ich nicht 10.000 Euro bezahlen für ein Ticket. Oder wenn du im Spielfeld dran sitzen möchtest, musst du ja 38.000 Euro bezahlen. Kannst du ein Auto verkaufen. Ja, wie gesagt, absolut verrückt, was da gerade los ist. Ja, und deshalb sage ich ja, der Fußball gerät aus den Fugen. Nicht nur für die Fans, sondern auch bei den Mannschaften. Denn gestern gab es von Fabrizio Romano dieses Here we go. Also sind wir denn komplett verrückt geworden? Morgan Rogers wechselt zu Chelsea von Xabi Alonso, der freut sich mit Sicherheit, für 117 Millionen Pfund. Pfund! Wir sind hier wahrscheinlich bei 130, 135 Millionen Euro. Nichts gegen Morgan Rogers, ist ein toller Fußballer, aber 135 Millionen Euro. Wir verlieren hier sämtliche Relationen. Und gegen diese finanziellen Mittel muss Real Madrid Jahr für Jahr kämpfen, um die Champions League zu gewinnen. Und Chelsea sind wahrscheinlich noch nicht mal die Reichsten. Da gibt es ja noch Paris und Manchester City. Aber für einen Stürmer mal eben 130 Millionen Euro. Und der Typ ist jetzt nicht Maradona oder Pelé. Ja, und dann fragen wir uns, warum Real Madrid für welchen Spieler so viel bezahlt hat. Ja, das ist unglaublich. Wenn das so weitergeht mit der Premier League, ich sage Saison für Saison, aber die Schere zwischen der Premier League und allen anderen Ligen wird immer größer werden, wenn diese Fernsehgelder, wenn Real Madrid dagegen nicht irgendwie ankämpfen kann. Ja, wie gesagt, die Super League wurde so sehr kritisiert. Ich hoffe, dass die neue Champions League ein bisschen gerechtere Geldverteilung bringt, denn, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, für mich sind das absolut verrückte Zahlen, sowohl die Finaltickets als auch dieser Transfer. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst eure Meinung dazu mal gerne in den Kommentaren. Ich bin wirklich mal gespannt. Aber jetzt kommen wir zu Marios WM-Ecke. Ja, und was war das denn gestern? Was war das gestern bitte für ein Fußballspektakel zwischen England und Frankreich? Das war das beste Spiel der WM. Und das, obwohl man in der ersten Halbzeit gedacht hat, das ist das peinlichste Spiel der WM. England führt zur Halbzeit mit 4:0 gegen Frankreich. Und Frankreich, die waren lustlos. Das war eine Beleidigung für das eigene Land. Also als Franzose, ich wäre gestern auf die Decke gegangen. Die haben das Trikot nicht gestern geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich war geschockt von der Leistung der Franzosen in der ersten Halbzeit. Aber ein Didier Deschamps hat sich wahrscheinlich gedacht, so wollt ihr mich verabschieden. Kylian Mbappé war auch angepisst, hat man gesehen. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir dann ein absolutes Fußballspektakel gesehen. Die Franzosen hatten auf einmal Bock und haben gezeigt, wie viel Qualität sie haben. Kylian Mbappé mit einem Doppelpack, sein Zusammenspiel mit Olysée, Leute, das ist nicht von dieser Welt, wie die beiden sich verstehen. Die Qualität der Franzosen, die man so lange vermisst hat, war gestern in diesem Spiel überall zu sehen. Dembélé, Olysée, Mbappé, es hat so einen Bock gemacht. Naja, für den einzigen, für den es wahrscheinlich ein sehr schlechtes Spiel war Cherki. Der kriegt endlich seine Chance, lustlos ohne Ende, wird ausgewechselt und auf einmal funktioniert Frankreich wieder. Also ich glaube, wie gesagt, Zidane wird der Mannschaft sehr gut tun. Ja, was soll ich sagen als Madridista? Als Madridista siehst du auf der einen Seite Kylian Mbappé, 2 Tore, 1 Assist, ist jetzt der ewige Rekordtorschützenkönig bei WMs. Wenn ein Messi das heute nicht ändert, hoffentlich nicht. Ein Bellingham verwandelt sich in Maradona. Sein Tor zum 6:4, ja 6:4, die haben Tennis gespielt. Das hätte Maradona so unterschrieben. Das war der absolute Wahnsinn. Und das ist sein 7. Tor als Mittelfeldspieler bei einer WM. Der ist jetzt in der Geschichte von England der Spieler mit den meisten Toren bei einer WM als Mittelfeldspieler. Sorry, das ist nicht das England von Harry Kane. Das ist das England von Jude Bellingham. Also der Junge ist eine absolute Maschine. Ja. Und Real Madrid hatte vorher schon den Rekord mit den meisten Toren einer Vereinsmannschaft von ihren Spielern bei einer WM. Das waren 19, jetzt sind wir bei 22. Ja, vielleicht macht Marc Cucurella heute den Michael Jordan daraus, die 23, würde mich persönlich freuen. Ja, wie auch sei. Ja, für Madrid sehr, sehr schöne Zahlen, die gestern passiert sind. Ja, zu dem Thema nach dem Spiel. Es gibt Gerüchte etc. Es gab Bilder zu sehen, wie alle Spieler sich umarmt haben, die Franzosen, die Engländer. Ja, aber man muss schon sagen, der Gruß zwischen Mbappé und Bellingham war sehr kühl, sehr kurz. Ihr wisst, seit Monaten gibt es Gerüchte, dass die beiden sich nicht vertragen. Ich glaube, Bellingham ist ein bisschen sauer, dass sein Protagonismus, den der bei Madrid hatte, jetzt so ein bisschen überstrahlt wird von Mbappé, der auch noch seine Räume besetzt. Ja, ich bin gespannt, ob ein José Mourinho das in den Griff kriegt. Ganz lustig, in Bellingham ist auch ein Olysée begrüßen gegangen und es gab direkt wieder die ersten Gerüchte. Naja, wie dem auch sei, das war das Spiel von gestern. England gewinnt verdient, weil Frankreich in der ersten Halbzeit nicht wollte. Hätte Frankreich in der ersten Halbzeit so gespielt wie in der zweiten, hätten sie das Ding gewonnen. Bin ich mir festen Überzeugung. Die haben fast in 45 Minuten in 4:0 aufgeholt. Ja, wie dem auch sei, tolles Spiel von Mbappé, zumindest in der zweiten Halbzeit. Tolle 20 Minuten von Bellingham und auf die beiden freue ich mich bei Madrid, wenn sie zusammen funktionieren. Ja, und zum heutigen Spiel habe ich gestern alles gesagt. Ja, wie gesagt, ich möchte mich ablenken. Also gehen wir jetzt zu Real Madrid. Ja, und fangen wir mit den 4 Spielern an, die in dieser Woche zurückkommen auf das Trainingsgelände von Real Madrid. Und auf einen wollte ich ein bisschen, oder auf 2 wollte ich spezieller eingehen. Der erste, ein Arda Güler. Der und Fede Valverde kommen morgen am Montag schon zurück. Und ein Arda Güler hat gestern aber schon im Dienste von Real Madrid gehandelt. Für die Real Madrid Foundation hat er in Ankara mit Kindern Fußball gespielt. Und es ist für mich immer wieder eine Freude zu sehen, ja, was für eine Illusion die Spieler von Real Madrid vor allem in der Jugend wecken. Was du da machst, du bildest neue Madridistas, neue Fans aus und das Strahlen in den Kindern, was hätten wir nicht alle als Kinder bezahlt oder gegeben, um so eine Chance zu bekommen, mit deinem Idol einmal Fußball zu spielen? Stell dir vor, du bist ein kleiner 7, 8, 12, 11-jähriger junger Türke und dein größtes Idol ist natürlich ein Arda Güler und dann steht er auf dem Trainingsplatz mit dir. Wie willst du dann nicht Real Madrid-Fan werden? Also wie gesagt, für mich wunderschöne Bilder und den Job, die Arbeit, die Real Madrid Foundation überall auf der Welt macht, ja, ist für mich einzigartig. Toll, was Real Madrid leistet, nicht nur auf dem Platz, vor allem auch neben dem Platz. Ja, aber wie gesagt, heute habe ich nicht so viel Zeit und heute möchte ich auf das Thema eingehen, was ich vor einigen Monaten schon mal eingegangen bin auf diesem Kanal. Ich erinnere mich an die Worte von dem Ramón Álvarez de Mon, der damals gesagt hatte, Madrid plant einen Transfer von Rodri. Er hatte aber damals die Voraussetzung erklärt, Rodri muss sich bei Manchester City und bei der Nationalmannschaft beweisen, damit Real Madrid auch sieht, das ist wieder der alte Rodri. Das ist der Ballon d'Or Rodri. Das ist der Rodri, der das Mittelfeld der Premier League dominiert hat, mit dem Manchester City alles gewonnen hat.
Und diesen Eindruck hatte es nicht. Ganz ehrlich, das Ende der Saison bei Rodri, bei Manchester City, war nicht das, was du von einem Rodri früher kanntest. Ja, und Real Madrid hatte diesen Transfer quasi schon ausgeschlossen. Naja, außer ein Enrique Riquelme, der wollte den ja haben. Ich habe gestern mal ganz kurz überlegt, noch einmal, stellt euch mal vor, wir hätten den gewählt und ein Rodri und ein Haaland würden kommen, so wie die WM abgeliefert haben. Naja, aber wie dem auch sei, spielt alles keine Rolle, denn anscheinend gab es einen Meinungswechsel bei Real Madrid. Aus einem Nein hat Rodri anscheinend ein Ja gemacht mit seinen tollen Leistungen bei der WM. Diese Information kommt von Sergio Valentin. Hören wir uns die zusammen einmal an. Du sagst es ganz klar, Real Madrid hat seine Meinung geändert, was ja tatsächlich so schien, oder? Bis vor einiger Zeit war es so, dass Madrid nicht interessiert war oder zumindest die Kandidatur, in diesem Fall von Florentino, Rodrigo Hernandez nicht interessiert hat. Was hat sich geändert, Sergio? Hat sich alles geändert oder was? Oder war das eher eine Sache von Mourinho? Tatsächlich hat Mourinho einen Anteil an diesem Kurswechsel von Real Madrid, denn Florentino Perez wollte Rodri Hernandez nicht verpflichten. Das war eine Entscheidung, die er bereits getroffen hatte, aber als Madrid anfing mit Mourinho zu sprechen, legte Mourinho mehrere Wünsche auf den Tisch und einer davon war, einen anderen Mittelfeldspieler zu holen als die aktuell im Kader sind, einen Spielmacher. Thiago Pitac reicht ihm nicht, er sucht jemanden mit Erfahrung und brachte mehrere Namen ins Gespräch. All diese Namen wurden inzwischen gestrichen, weil sie vom Real Madrid nicht mehr verpflichtet werden können. Und dieser Druck von Mourinho hat im Verein eine Reaktion ausgelöst. Angesichts der Weltmeisterschaft, die Rodri spielt, wurde Mourinho Folgendes mitgeteilt. Hör mal, was in den letzten Stunden passiert ist. Hör zu, Mourinho. Wir werden dir einen Mittelfeldspieler holen, wie du es gefordert hast. Und unseren. Denn es ist nicht so, dass Mourinho gesagt hätte, ich will Rodri. Er hat gesagt, ich will einen Mittelfeldspieler mit diesen Eigenschaften. Jetzt, wenn du willst, gebe ich dir noch ein paar Details. Er hat gesagt, ich will einen Mittelfeldspieler mit diesen Eigenschaften. Und der Verein war es, der gesagt hat, na gut, dann nehmen wir Rodri. Sie müssen wohl von der Weltmeisterschaft überzeugt worden sein, auch vom Preis, der, wie ich glaube, nicht teuer sein wird. Und sie haben ihre Meinung geändert, weil, wie gesagt, er eigentlich schon abgeschrieben war. Und dieser Druck von Mourinho hat dazu geführt, dass es auch keinen anderen Spieler auf dem Markt gibt, der in den Büros von Real Madrid Begeisterung auslöst. Also werden sie versuchen, Rodri zu verpflichten. Das ist es, was sie Mourinho gerade eben über Jorge Mendes mitgeteilt haben. José Ángel Sánchez hat mit Jorge Mendes gesprochen und ihm gesagt, wir werden versuchen, Rodri nach der Weltmeisterschaft zu verpflichten. Das ist die Nachricht. Wir werden versuchen, Rodri nach der Weltmeisterschaft zu verpflichten. Und ich glaube, dass die Verhandlungen nicht so kompliziert sein werden wie bei anderen möglichen Transfers, die Madrid im Kopf haben könnte. Ja, und Sergio Valentin ist, was Real Madrid News angeht, an sich gut vernetzt. Aber jetzt muss man aufpassen, woher kommen diese Informationen? Es kann auch sehr gut sein, dass die Berater von Rodri natürlich jetzt diese Gerüchte streuen, quasi um Madrid ein bisschen unter Druck zu setzen. Wir wissen, ein Rodri spielt wirklich eine tolle WM. Sehr viele Madridistas sagen jetzt, das ist der Spielgestalter, den Real Madrid seit 2 Jahren sucht. Real Madrid, habe ich euch ja letztens in einem meiner Videos schon gesagt, mir macht es ein bisschen Sorgen, dass wir die gleichen Fehler der letzten 2 Saisons wiederholen, wo wir es einfach nicht geschafft haben, den Ball schnell von hinten nach vorne zu befördern, dass unsere Stürmer, Talent genug haben sie, aber auch die Räume haben, um ihr Talent zu zeigen. Und nicht wie die letzten 2 Saisons, wo fast jedes Mal der Ball irgendwann bei Vini gelandet ist und der gegen 5 Mann dribbeln sollte, ein Bellingham, ein Mbappé, ein Vini sich alle auf den Füßen standen und da keine Räume waren. Ja, weil das Mittelfeld von Real Madrid halt besteht aus Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Das sind alles physische Monster, aber spielerisch sind das nun mal nicht. Das ist nun mal nicht ihre Stärke, den Ball schnell von hinten nach vorne zu bekommen, vor allem mit Pässen. Die laufen sehr gerne mit dem Ball, aber das verzögert ein bisschen das Spiel. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder sage, wie wichtig ein Arda Güler für diese Mannschaft ist. Ich glaube, der einzige in der Kabine, den wir haben, der sich schnell vom Ball trennt und das Ganze auch noch mit Sinn und Auge und Timing und allem. Ja, das ist einer der Gründe. Aber das soll jetzt ein Rodri beheben. Wie gesagt, man muss allerdings wirklich aufpassen, wo kommen diese Informationen her. Ein Sergio Valentin, der lügt bei so etwas nicht. Der sagt ganz klar, ich habe diese Information bekommen. Die Frage ist, woher? Wenn diese Informationen aus Real Madrid stammen, sehr gut. Er sagt selber, ein José Ángel Sánchez, der sich ja um Transfers etc. überwiegend kümmert, soll das einem Jorge Mendes gesagt haben.
Und Jorge Mendes hat das dann dem Mourinho mitgeteilt, damit Mourinho weiß, okay, ich kriege hier meinen Wunschspieler, ich kriege einen, der das Timing vorgibt bei Real Madrid. Aber die Frage ist natürlich, wenn das der Berater von Rodri war, ob das vielleicht nur Druck ausüben soll, jetzt diese hohe, gute Form von Rodri auszunutzen. Ja, und meine persönliche Meinung, ganz ehrlich, menschlich, ich habe es schon tausendmal gesagt, bin ich kein großer Fan von Rodri, aber fußballerisch, was das für ein Leader ist in der spanischen Nationalmannschaft, wie der sich die Jungs packt, aufs Feld führt, immer vorangeht, was für eine Stabilität der am Ball hat. Boah, also ich bin ganz ehrlich, den Fußballer Rodri, den hätte ich schon sehr gerne bei Real Madrid. Ich kann mir gar nicht vorstellen, oder ich möchte mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn der unter anderem mit Arda mal anfängt zu kombinieren oder dann Tchouaméni ein bisschen hinter den absichert oder ein Fehler. Also das kann schon ein toller Fußball sein, den Real Madrid spielt. Ja, und deshalb habe ich ein geteiltes Herz. Im Laufe der WM, logischerweise als Spanier, verliebe ich mich immer mehr in Rodri. Aber ich kann auch nicht ganz vergessen, was er mit Vini gemacht hat. Ja, wie dem auch sei, das sind die neuesten Informationen aus Spanien. Ich bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Seht ihr das genauso? Braucht Real Madrid einen Spielgestalter, den wir seit 2 Jahren nicht haben? Oder sagt ihr, es ist mir egal, diesen Menschen möchte ich nicht bei Real Madrid? Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Drückt eure Daumen bitte für die spanische Nationalmannschaft. Dann braucht ihr auch nicht liken, nicht hypen. Wenn ihr es trotzdem macht, bin ich euch sehr verbunden. Könnt auch gerne ein Follow da lassen. Aber heute bitte ich euch um eins. Bitte unterstützt die spanische Nationalmannschaft. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich mit einem riesen Lächeln in meinem Gesicht. Ja, und ansonsten sage ich heute einfach mal: A la Madrid und vamos España.